Wir freuen uns, dass ihr eure Hand angeschaut. Dankeschön, dass wir von dir weiter kennen. Ihr eine Geschichte vertellen, uns unterspannen, uns im vor dem Himmel nur zu folgen. Euer Eichert mit der Geschichte anfangen, möchte ich eine Frau, auf die würde wollen anklicken da und subscriben an den Kanal. Ich sehe, dass noch ganz viele sind, die nicht angeklickt haben. Die würde ich alle Welt als Mitglied haben, sodass wir können unseren Video immer alle mitteilen. So früh für ein Merke, habe ich das dann an jeden iPhone oder jeden Computer, was immer. Es ist nicht fein, dass wir von dir in dieser modernen Welt ein Internet haben, dass wir Computers haben, dass wir Traktor haben, Maschinen haben. Wir sind das so gesehen, nicht? Meine Freunde und ich habe hier mal mit Ihnen mitgeteilt, dass wir viele Reisen tun. Wir haben viele Länder durch sein. Wenn wir die große Welt so betrachten, was Gott für uns gemacht hat, du staunst die mit eurem Mess weich. Wie jeftet so was? Warum hat das nicht euer sein? Aber nu sind auch viele, vielleicht für Ihnen, die diese Videos hören, sie sind vielleicht nicht mal aus dem Land rausgefahren. Je haben vielleicht nicht mal ein anderes Land gesehen. Aber je haben vielleicht Bilder gesehen. Viele Jahre zurück habe ich nicht Bilder. Von deutschen Tag kannst du Bilder sein, von anderen Ländern. Und das ist auch sehr fein. Du kannst Videos checken. Und wenn wir Zeit haben, möchte ich Ihnen eins von ein paar Bilder weisen, auch Videos, wo wir reist sind. Aber wenn ich so eine Videos aus das merke, dann ist es ein bisschen schwierig, da noch Bilder zu nennen. Wir tun die ungefähr 10, 12 Minuten lang merken die Videos. Und wenn wir dann noch Bilder tun, dann ist das zu lang für viele. So, eins von euch wollte noch was merken, dass ein bisschen mehr, dass die Bilder sein nicht haben. Ich glaube, es ist so fein, dass wir von der ersten Tag kennen, der Welt sein. Da sind so viele wunderbare Sachen, was Gott gemacht hat. Große Wasserfälle. Da sind Bäume. Da ist Schneebuhe. Der Schnee bleibt da immer. Es ist so interessant zu sein. Von der will ich die eine Geschichte vertellen, weil wir sind 5-mal in Australien gewesen. Und wir haben, durch Gott seine Gnade, über 100 Konzerte gegeben in Australien allein. Durch die Jahre. Und die 5 Reisen, die wir da hingeflogen sind. Australien ist sehr weit weg. Australien ist so weit von uns weg, wenn wir da hinfliegen, dann sind wir eine Stunde bei 3 geflogen. Weißt du, das so weit, dass jeder war 3 nach Hause. Und wir als Familie, da ungefähr, ich glaube, 8 Jahre 3 oder 9 Jahre 3, da wir eine Reise ganz rum Welt. Und wir flogen niemals 3, wir immer bloß wieder. Manchmal wir waren 3 Tüß, das geht dann 3 Monate. Dann waren wir auch in Australien. Australien ist ein großes Land, sehr groß. Australien ist ein kleines bisschen kleiner als Kanada ist. Ich glaube, das ist ein ganz kleines bisschen kleiner als die Staaten ist. So, Australien ist sehr groß. Rund um Australien ist Wasser. Das ist ein großes Meer, rund um Ram. So, eine von unseren Reisen, die wir da hatten, dort wir ganz rum das Land, ganz rum fliegen. Wir flogen von Kanada bis da und dort eine Tour machen für HCLP. Dort ist eine Radiostation, die heißt von der Far East Broadcasting, Reach Beyond International, da soll ich das korrigieren. Reach Beyond International. Eine von den größten Radiostationen in der Welt. Für die, dass wir all die Touren dort merken, wenn wir da sind. Als wir nach Australien kamen, dann flogen wir nach Melbourne, erst nach Sydney, das ist die größte Stadt, und dann die zweitgrößte Stadt ist Melbourne. Melbourne ist ganz an der Südosten Stadt von Australien. Sehr schmucke Stadt, sehr schmucke Stadt, die gleich 5 Jahre hintereinander den ersten Preis gekriegt als eine von der besten Großstädte in der Welt. Da ist auch die Basis, wo sie die Radiostation, der Office haben, der Büros. Aber die Antennas, die stehen ganz im Norden im Land. Die großen Antennas, das Evangelium nach dem 1040 Fenster Utterstrahlen, die sind ganz im Norden Australien. Wir wären auch auf der Tour, wir fliegen auch hin. Aber was ich Ihnen will sagen, euch mit der Geschichte anfangen, uns jung, als er 18 Jahre alt war, an Sheldon, ans Jüngste. Als er die Hirschschule hat aufgeschlossen, sagt er zu uns, er sagt, Mom, Pa, würde das okay sein mit Jünd, wenn ich nach Australien fliege, nach Melbourne, nach der
naar de bureaus wo de radiostation is. Ik mocht voor een paar Monate doorheen die een radioprogramma frisch schrijven. Dat ganze Programm für den Computer ganz nie schreiben. Ons jong heeft de Go van God gekregen, Computer programmeren. En dat heeft hem zeer schijn en hij is daar aangemoedigd Geld aan. So hij vlucht dan alleen als een 18-jarige bengel naar Australië. Voor 2 Monate. Voor de radiostation dat programma frisch schrijven. En hij deed dat ook. Hij woonde bij de mensen die op de radiostation arbeiden en deed dat ganze Programm frisch schrijven, dat hij een nieuw programma hebben, dat Evangelium nach dem 1040 Fenster uitstrahlen. Als we dan de nächste Tour dahin komen, dan zeiden die tegen ons, jong heeft ons in het 21. Jahrhundert dat Evangelium uitstrahlen aangebracht. Hij heeft dat ganze Programm nie geschreven, wie gleich dat zei, we hebben dat nu al lang gebruikt. En wie vreden ons te zeggen dat ons jong dat doen kunnen en dat God dat Programm ook zijn deed. Wanneer we in Australië dan voordelen, wanneer we naar airport komen, naar vlieghaven, dan geven die ons dan een van en die hebben dat ganze equipo daar binnen, de sound system, de luidsprekers en alles is daar binnen. De ganze plan is daar binnen, er is een navi, er is een GPS binnen en dan vangen we aan de voren. Als we dat eerste Mal dat alleen deden, bruid en zusteren, dan komen we naar de grote stad. Beetje noorden van Sydney, dat is de grote stad. Brisbane heet hij. En dat is een grote airport. Dan hadden we ook een van, dan voeren we het airport uit. We wisten dat al, dat in Australië voor die op de linker kant. Niet op de rechterkant, die voeren alle links. Hast du mal links gefahren? Weil es mit Piedenberger bloß dort kreis liegt auf der links oder rechts vor, das ist leibig. Aber hier bloß dort nicht liegt. Wenn du dort uit de Grootstad uitfahren ist und die da bloß an der linken Kant alle fahren, das sperrt sich sehr spaßig. Was in Australien sehr viel haben, die nennen das ein Roundabout. Ein Zirkel, so eine Rundinge. Wenn du vielleicht sogar vor, kommst du mit einer Rundinge, dann fährst du sagen wir so rum, dann fährst du dahin. Fährst du auf eine Rundinge, dann fährst du dahin. En er steht eine lichte hand in een runding. En die voeren de allerlinks in de runding nennen. Dan voeren we uit dem airport uit. En we deden zeer beter als we luist voeren deden. Ik zei, ik vloot dat aan je motor als ik uit dem airport uit voeren deed. Ik had nog niemand links gevoeren. Ik weer met gevoeren, maar ik had nog niemand zelfs gedaan. Dat speelt zich zeer spaßig. Door weer veel verkeer. Door weer veel lichter. Du wirst viel seine Rundinge. Und wenn du dann nicht vorderst, dann kommen die Menschen gleich von der anderen Kant, die kommen nicht von da, wo du dachst. Meine Frau deed beten und ich deed vorne. Und nach mir an beten, wenn ich daran denken kann. Wir haben niemals einen Unfall gehabt. Niemals einen Accidente gehabt. Die erste Reise, als wir allein vorderden, fuhren wir ungefähr 6000 Kilometer. Ganz allein, meine Frau und ich. En dat je al die concerten geven. We voeren durch eine ganze Millionenstadt durch. Sydney hat ungefähr 6 Millionen Menschen. Und da fuhren wir selbst der wehrreiche Stadt durch. Und da ist sogar noch Konzerte geven da binnen. Gott ist gut zu uns. Er macht uns, dass wir am Gehorchen dienen. Er sagt, ich werde niemals was schwanderes geben, als du kannst dienen. So, dort wir für uns angemutet schwor. Aber all die Konzerte sind ja dann in Englisch. Ich weiß nicht, dass da eine Mennonitenkeit nicht mal ist in Australien. Ich wünsche, dass unsere Mennoniten da vielleicht mal handreichen. Ich soll ihnen vielleicht hier nicht eine Idee geben, ne? Weil die Mennoniten sind ja meist allweil in der Welt. In Australien würden sehr schmackhaft Land sein. Das ist groß, die haben viele offene Flächen, sehr viele. So, wenn wir nach Australien fahren, dann fahren wir einmal auf der linken Kant. Das ist ganz einfach. Liebe Brüder und Schwestern, wie deuten dann von einer Zeit nach der anderen. Dann deuten wir einen Slideshow wiesen, dann haben wir Bilder, da hat er alle Zeit für uns. Dann deuten wir vor dem Konzert anfangen, deuten wir ein Video wiesen für die Menschen. Und die haben die Menschen alle eingeladen, da brauchten wir auch nicht hin. Die Kirche wäre meist alle voll, von klein bis groß. Und da wäre eine große Kirche, nicht so in Japan. Große Kirche, voll Menschen.
Und dat wir anspornen mit dem Video, dann weiß wir den Video, wo das Evangelium nur dem 44 Fenster ausgestrahlt wird. Das meint von Australien nach Indien, nach China, nach Japan, bis Russland, in das ganze 44 Fenster, ganz die muslimische Welt, die hören alle das Evangelium von diesen Antennas, von diesen großen Radiostationen von Australien. Es ist sehr interessant, wie viele Menschen, nicht Mennoniten, andere Christenmenschen, die die Kirche voll merken, die kommen heute das Programm an. Wenn wir den Video dann gewesen haben, dann dort wir uns Konzert geben, und dann dort wir während dem Konzert ein Lied, dann dort wir vertalen von Gott, und dann dort wir ein Lied spielen, und dann war der Menschen anspornen, Jesus nur zu folgen. Und dann dort wir die Menschen auch anspornen, Geld zu geben für diese Radiostation, dass das Evangelium kann diese Menschen ausgestrahlt werden. Und weißt ihr was, für die meisten von den Menschen, die haben noch niemals von Jesus gehört. Da wohnen ungefähr 4,2 Milliarden Menschen in diesen 44 Fenster, wo die das Evangelium handstrahlen. Tag und Nacht. Ich glaube, die dort nu in 28 Sprachen. Liebe Brüder und Schwestern, dort ist ein Missionsfleck, so kann ich nicht mal feststellen. Ein Missionsfleck, wo Menschen warten, dass du endlich mal kommen. Und nicht mal bloß mit einer Bibel, wir kommen bloß mit Audio, mit Internet und auch mit diesen Radios, was wir da anschauen. So, wenn ihr daran denken, bet doch für die Mission, dass viele sich möchten bekehren. Die warten, bis du endlich mal kommen. Australien, 5-mal habe ich diese Tour durchgemacht. 5-mal habe ich die Menschen anspornen, Geld geben für die Mission und für die Mission zu beten, dass durch das Radio sich viele Menschen können bekehren. So bet für dich, bet für uns, so dass wir können ein Zeugnis für Jesus sein. Ich möchte dich, mein lieber Zuhörer, nur anspornen, wo immer du bist ein Kind Gottes, wenn du am Leben bist, wenn du deine Sünde bekannt hast. Dann sagen wir Brüder und Schwestern, wir gehen taub mit Jesus, wo immer wir wohnen, wenn immer wir Land wir sind. Wir sind Gott seine Kinder, wie deine Arme deine, mit der Gabe, was er uns gegeben hat. Möchtest du einen schönen Tag haben und Gott dir auch sehen.